Hallo Leute, so, heute möchte ich mal euch das neue Cura vorstellen. Ist wieder eine neue Version rausgekommen, nämlich Cura 2.5. Auf dieser Seite könnt ihr es runterladen, hier auf der Ultimaker.com Seite könnt ihr es hier runterladen für frei sozusagen. Was hat sich geändert? Im Grunde genommen nicht so richtig viel. Dieser Hinweis hier, wenn ihr das über eure 2.4er Version drüber installiert, dass dann die Settings verloren gehen könnten. Ist vielleicht nicht schlecht. Ich habe es drüber installiert, hatte vorher meine Settings gesichert, aber sie sind nicht verloren gegangen. Nur so als Hinweis für euch. Es soll jetzt irgendwie mit 3 MF-Files irgendwelche schnelleren Speeds möglich sein. Es nutzt jetzt irgendwie Multithreading beim Berechnen. Man kann irgendwie Prehead the Build Plate, aber das ist so, wie ich das sehe, für den Ultimaker 3, also nicht für uns. Gibt jetzt irgendwie Better Layout, 3D-Layer, View Options. Man kann das automatische Slicing ausschalten. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was neu ist, ist, dass man jetzt die Druckkosten kalkulieren kann. Dazu kann man dann was eintragen, das zeige ich euch dann gleich. Man kann schon G-Code-Dateien jetzt einlesen. Discard Keep Change Pop-up. When User Change. Weiß ich jetzt nicht so genau. Es gibt neue Infills, die zeige ich euch dann auch gleich. Und dann noch diverse Bugfixes. Also so viel hat sich jetzt nicht geändert. Gleich vorweg, ich schalte mal rüber. Erkannt werden tut unser Drucker immer noch nicht. Heißes Ende ist ja auch eine schöne Übersetzung. Habe ich eben probiert, per USB angeschlossen. Klappt bei mir nicht. Okay. Wie ihr seht, er hat alles übernommen, was ich in der 2.4 Version in dem Video, was ihr auch schon kennt wahrscheinlich, eingetragen hatte. Auch mein Drucker wurde übernommen. Aber wir gehen jetzt trotzdem einmal alles durch. Also wie gesagt, Punkt 2.5.0, Version 2.5.0 haben wir jetzt drauf. Und dann würde ich mal einfach sagen, ich habe auf Deutsch umgeschaltet. Das geht übrigens hier. Könnt ihr dann auf Deutsch umschalten. Hier könnt ihr eine Währung einstellen. Wenn ihr keine anonymen Druckinformationen senden wollt, solltet ihr das hier ausschalten. Ansonsten sendet ihr Sachen an Ultimaker im Hintergrund. Und dann gehen wir einfach mal durch. Wir haben hier die Einstellung. Da sind auch immer noch alle Sachen angehakt, die hier rechts drin sind. Wenn euch hier etwas rechts fehlt, von den Sachen, die ich gleich durchgehe, findet ihr die hier unter dieser Liste und könnt sie dann anhaken. Ich habe nichts weiteres angehakt wie zum Video 2.4 und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten. Der Drucker, fangen wir damit einmal an. Wenn ihr jetzt das Cura ganz neu startet, dann geht ihr hier auf Drucker, sagt hier hinzufügen, wählt hier unten Custom FDB Printer und sagt hinzufügen. Dann kriegt ihr dieses Fenster angezeigt. Und da gehe ich jetzt mal rüber in meinen Drucker, um euch einfach zu zeigen, was ihr da eintragen müsst. So, den nehmen wir mal wieder raus und gehen jetzt in die Geräteinstellung vom ARD. So, was müsst ihr einstellen? Wir haben hier die Druckereinstellung, das ist einmal die Größe, der Druckbereich, wie breit, wie tief und wie hoch er drucken darf. Da macht ihr 220, 220 und 240 mm. Bei den Druckkopfeinstellungen nehmt ihr am besten alles raus. Das hat bei mir bisher immer nur zu Problemen geführt, wenn da etwas drin stand. Die Düsengröße, die standardmäßig bei unserem ANET A8 dabei ist, ist 0,4 oder 0,4. Bitte darauf achten, dass ihr einen Punkt macht. Es gibt natürlich auch kleinere Düsen, die ihr kaufen könnt, aber das ist Standard. Maschinenmitte ist 0, den Haken raus. Druckbett ist rektangular, nicht elliptisch. Wir haben ein beheizbares Bett und die G-Code-Variante ist RepRap Marlin Sprinter. Die beiden G-Codes hier, die hänge ich wie immer wieder unten in die Videobeschreibung rein. Und wenn ihr das dann fertig habt, dann könnt ihr hier unten irgendwie auf
Drucker hinzufügen, glaube ich, klicken und dann ist der drin. Dann steht hier erstmal noch Custom FDM Printer. Dann könnt ihr hier noch auf Umbenennen gehen und ihn umbenennen in ANET A8. Das ist das erste. Gehen wir einmal hier raus. Dann haben wir hier oben sozusagen den ANET A8 drin als Drucker. Der sollte dann da stehen. Wenn nicht, könnt ihr hierüber euren Drucker auswählen. Das nächste ist jetzt im Grunde genommen die Materialien. Das ist jetzt neu. Hier haben wir zig verschiedene Materialien drin. Ich habe jetzt, um das einfach mal zu testen mit dieser Kostenberechnung, habe ich dies hier genommen, habe hier sozusagen eingetragen, was die Rolle gekostet hat, wie viel Gramm sie hat. Da berechnet er schon ungefähr einen Preis von 0,07 Euro pro Meter. Und wenn wir jetzt mal laden, dann macht er hier das Slicing und er werft hier unten aus 1,36 Euro wird es ungefähr kosten. Er verbraucht 54 Gramm und 18,32 Meter von der Roller, 4 Stunden 36 Minuten. Druckzeit, sagt er, das kommt bei mir, er braucht meistens ein bisschen länger, als er hier anzeigt bei mir. Und wenn ihr dann sozusagen das gesliced habt, dann steht hier unten bereit zum Speichern vom Wechseldatenträger. Hier drückt ihr dann drauf, um auf eure SD-Karte raufzudrucken, die ihr dann danach in den Drucker reinpackt und dort dann auswählt, dass ihr von der SD-Karte drucken wollt und dann könnt ihr das Objekt drucken. Ich finde vom Drucken der SD-Karte einfach vorteilhafter, weil wenn ihr mit USB verbunden seid, was ja hier jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht auch in anderen Programmen geht, dann habt ihr immer das Problem, die USB-Verbindung muss den ganzen Druck über bestehen bleiben. Wenn der Computer sich in diesen 4 Stunden 36 Minuten aufhängt, wenn Cura abstürzt, wenn die USB-Verbindung durch irgendwas gestört wurde, bricht der Druck ab. Das passiert euch, alles drei, wenn ihr von der SD-Karte druckt, nicht. Deswegen finde ich es vorteilhafter. Außerdem müsst ihr bei SD-Kartendruck den PC nicht angeschaltet haben, was auch noch Stromkosten spart. Oder ihr könnt auf dem PC was anderes machen und müsst keine Angst haben, dass Cura zwischendurch abstürzt, dadurch, dass ihr da den PC überlastet. Okay, das einmal so zwischendurch. Wir gehen jetzt nochmal wieder in die Einstellung rein, gucken nochmal die anderen Sachen an. Hier, wie gesagt, dieses Materialien-Ding. Die Profile, die gehen wir gleich hier an der Seite nochmal durch, was ich da drin habe, für alle, die das jetzt neu einrichten. Und Plugins habe ich nichts verändert. So, kurz einmal jetzt nochmal zum Druckstück. Mit der rechten Maustaste könnt ihr das hier drehen. Mit der linken könnt ihr es verschieben. Hiermit könnt ihr es skalieren, größer und kleiner machen. Auch hier eintragen, wie viel Prozent es größer sein soll oder kleiner. Hiermit kann es gedreht werden. Na, wenn man das hier jetzt irgendwie anpackt, an die verschiedenen Sachen, könnt ihr es irgendwie drehen. Hiermit kann man es spiegeln. Und hier kann man jetzt nochmal Einstellungen am Objekt vornehmen. Warum auch immer. Habe ich noch nie benutzt. Gut. Das hier unten ist jetzt im Grunde genommen, wenn man auf Schichten geht, das hatte ich bisher noch nicht gesehen, und man hier unten die Stückstruktur angeschaltet hat. Ich habe jetzt vom Druckbett berühren. Dann sieht man, zeigt Cura jetzt die Stückstruktur an. Hier drin. Das hatte er, glaube ich, in der vorigen Version, so wie ich das weiß, nicht getan. Insofern ist das neu, finde ich gar nicht so schlecht. Und man kann dann eben auch jetzt hier so runterfahren. Das nur so als Zwischeninfo. Das ist, denke ich mal, neu mit der Stückstruktur. So, gehen wir die Profile durch. Ich habe zwei Profile angelegt. Einmal das mittlere Qualität mit 0,2 mm Druckqualität und das ANET Cura hohe Qualität mit 0,1 mm. Die hängen auch schon in meinem 2.4er Video dran, da hat sich nichts geändert. Die hänge ich aber auch hier wieder mit rein als Link, dass ihr die euch runterladen könnt und dann importieren könnt. So, gehen wir erstmal das mittlere durch. Von oben einmal anfangend. Wie gesagt, die Schichtdicke 0,2
0. Immer mit Punkt bedenken. Ich sage über Komma meistens, weil wir ja in Deutschland Komma benutzen. Also 0,2 mm. Die erste Schichtdichte 0,3 mm. Das ist die unterste Schicht. Das haftet dann einfach besser, wenn sie ein bisschen dicker ist. Die Wanddicke habe ich auf 0,8 mm und die obere und untere Dicke auf 0,8 mm gemacht. Untere Dicke ist natürlich hier auch die unterste Schicht. Oben das oberste, also das Abschließen. Die Wanddicke ist das, was dazwischen, weil zwischen diese Sachen ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich jetzt mal runterfahre, ein bisschen vergrößere, seht ihr genau, hier wird ein Muster reingedruckt, das ist im Grunde genommen hohl, und eine Stützstruktur reingedruckt. Die Wanddicke ist das, was hier rum ist, und die ist jetzt 0,8 mm groß oder breit. So, das obere und untere Muster, wie gesagt, wie soll er die Oberfläche abschließen? Da könnt ihr Linien konzentrisch oder zickzack nehmen. Müsst ihr wissen, was für euch am besten ist. Z-Naht, ja, ich kann es euch gar nicht so genau erklären. Die Werte habe ich irgendwann mal gesehen und habe sie dann einfach übernommen. Stören nicht, aber ich weiß auch nicht, was sie jetzt genau machen. Y-koordinate Position neben der Druck jedes Teils in einer Schicht begonnen wird. Gut, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Fülldichte, das ist sozusagen das hier, was er hier in diesem Muster druckt. Ich habe hier Gitter angeschaltet, das ist ein Gitter. Die Fülldichte mit 20% angegeben, das heißt 20% drin wird gefüllt. Wenn wir auf Linien umschalten, dann sliced er neu. Und dann sieht man, ist das ein bisschen enger geworden. Können wir nochmal auf Dreiecke umschalten, wie das dann aussieht. Ja, sind Dreiecke. Ja, so könnt ihr euch also die Stützstruktur wählen. Ich habe Emmy immer Gitter an. Ja, Zickzack würde mich mal noch interessieren, wie das aussieht im Vergleich zu Dreieck oder Gitter. Eigentlich ziemlich ähnlich, auf jeden Fall an der Stelle. Na gut, machen wir weiter. Die Drucktemperatur habe ich auf 200 Grad stehen. Das hängt natürlich ganz klar von dem Material ab, mit dem ihr druckt. Wenn ihr PLA druckt, ist es meistens zwischen 190 und 210 Grad. Und dann müsst ihr einfach mal selbst testen, wo eure Drucktemperatur am besten ist. Oft gibt der Hersteller auch eine Drucktemperatur mit an. Anfängliche Drucktemperatur, das ist sozusagen, wann er mindestens anfangen kann zu drucken. Das wäre jetzt, wenn das angegeben ist mit 190 Grad bis 210 Grad, kann er natürlich bei 190 Grad schon anfangen zu drucken. Ich lasse ihn aber auch mit 200 Grad anfangen zu drucken. Die endgültige Temperatur ist, wenn das Abkühlen bereits beginnen kann, kurz vor der Druck beendet ist, ob er dann schon wieder runtergehen kann mit der Temperatur, habe ich jetzt aber auch auf 200 Grad gelassen. Temperatur der Druckplatte 60 Grad. Für die erste Schicht könnt ihr eine andere Temperatur angeben. Ich habe im Moment auch 60 Grad drin. Da müsst ihr mal gucken, wenn es nicht haftet, dann vielleicht mal höher gehen mit der Temperatur bei der ersten Schicht. Da haftet es vielleicht besser am Druckbett. Durchmesser, wichtig bei unserer Nozzle vorne sind 1,75 mm. Nichts anderes einstellen, sonst könnt ihr wirklich den Druck vergessen. Den Fluss, das ist das sozusagen, mit welcher Geschwindigkeit wird das Filament aus dem Druckkopf gedrückt. Also dieser kleine Motor, der da im Druckkopf mit drin ist, transportiert ja das Filament. Und 100% ist einfach der Normalwert. Er druckt es mit 100% raus. Kurze Erklärung dazu. Wenn ihr merkt, dass der Druck irgendwie immer so bei den einzelnen Schichten so ein bisschen ausbeult oder ungerade nach außen ist, dann kann es sein, dass er zu viel rausdrückt. Dann solltet ihr in dem Wert vielleicht ein bisschen runtergehen. Wenn ihr merkt, dass da überall kleine Lücken zwischen sind, dann drückt er vielleicht zu wenig raus und erhöht den Wert. Nur so, damit ihr wisst, was das für Auswirkungen hat. Einzug aktivieren, das ist sozusagen, wenn nicht gedruckt wird und die Düse sich bewegt, dann wird das Filament ein bisschen zurückgezogen, dass nicht während dieser Fahrten unten was rausläuft. Das ist sozusagen einfach, wie weit er während der Einzugsbewegung eingezogen wird, wie die Geschwindigkeit ist und ja. Druckgeschwindigkeit habe ich beim Medium-Profil oder mittleren Profil 75 mm pro Sekunde angegeben, die Füllgeschwindigkeit auch.
die Wandgeschwindigkeit mit 37,5, Außenwand mit 37,5, Geschwindigkeit Innenwand mit 75, Geschwindigkeit untere Oberschicht 37,5, Bewegungsgeschwindigkeit 150 und Druckgeschwindigkeit der ersten Schicht mit 37,5. Die Werte, die passen sich an. Wenn ich hier jetzt die Druckgeschwindigkeit einfach mal auf 80 erhöhe, dann seht ihr, werden die Werte darunter automatisch angepasst auf empfohlene Werte. Ihr könnt die aber euch natürlich immer selbst noch anpassen. So, Z-Sprung beim Einziehen, das ist, dass irgendwie das Druckbett gesenkt wird und sowas. Ich hatte das mal angeschaltet, das hat irgendwie eher zu Problemen geführt, deswegen habe ich es aus. Das ist, dass der Lüfter sich drehen soll, wenn ihr druckt. Die anfängliche Lüfterdrehzahl ist auf 0, weil es schlecht ist, wenn ihr die erste Schicht druckt und der Lüfter kühlt es zu schnell ab, dann kann sich das schneller lösen. Deswegen sollte man den am Anfang auf 0 stellen und wenn er dann richtig anfängt, dann schaltet er ihn hoch. Und dann haben wir Stützstruktur, wie gesagt, wenn ich die ausschalte, dann verschwindet auch diese Struktur hier drin, wie ihr seht. Müsst ihr mal gucken, braucht euer Druckstück eine Stützstruktur. Das erkennt ihr eigentlich immer ganz gut, wenn ihr jetzt mal hier auf Röntgen umschaltet. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Dann seht ihr, ist hier nichts rot eingefärbt. Ich nehme ein anderes Druckstück. Ich glaube, die hat was, genau. Da seht ihr, ist hier etwas rot eingefärbt, weil das hängt einfach in der Luft. Und da sollte man dann eine Stückstruktur aktivieren. Ich mache das mal an. Dann berechnet er die. Achso, um die zu sehen, müssen wir wieder auf Schichten umschalten. Dann seht ihr, ich hatte hier komplett eine Stützstruktur untergedruckt. Oder würde sie unterdrucken. Ups, jetzt habe ich irgendwie nochmal neu gesliced. Okay. So, das nächste ist dann hier, von wo soll er die Stützstruktur machen? Nur vom Druckbett berührend unten oder überall. Überall bedeutet, er würde auch auf das Druckstück selbst eine Stützstruktur draufdrücken. Ist vielleicht bei ganz komplizierten Druckstücken manchmal nötig. Macht aber auch natürlich die Oberfläche des Druckstückes ein bisschen unschön, weil da, wo er draufdruckt, habt ihr natürlich Reste dann dran und müsst dann gegebenenfalls nachbearbeiten. Die Druckplattenhaftung, das ist der, da haben wir im Grunde genommen hier einen Skirt. Den zeigt er übrigens jetzt auch an bei den Schichten. Ich glaube, das hat er vorher auch nicht gemacht. Ich zoome mal ein bisschen ran, um euch das einmal zu zeigen. Kriege ich das jetzt irgendwie mal gedreht? Ja. Der Skirt ist im Grunde genommen das hier, was hier rumgeht, diese eine Linie. Die ist dafür da, dass sozusagen der Fluss des Filaments, weil das braucht er manchmal ein bisschen, dass er am Anfang aus dem Druckkopf kommt, sichergestellt ist, bevor er mit dem richtigen Druck anfängt. Er druckt also einmal die Linie rum, dann ist der Fluss sichergestellt und dann fängt er mit dem Druckstück an. Wenn ihr aber auf Brim geht, müssen wir einmal wieder hier slicen lassen, dann seht ihr, druckt er hier überall komplett etwas rum. Und sozusagen das Druckstück selbst, ich versuche mal unten ranzugehen, berührt den Boden. Na, das sind hier die Wände vom Druckstück und das hier rundherum ist der Brim, der berührt das Druckstück an der Seite. Der führt dazu, dass die Haftung besser ist, weil man hat eine größere Oberfläche und dadurch haftet das Druckstück besser. Da kann man jetzt hier auch noch einstellen, wie breit er sein soll. Wenn ich jetzt halt mal auf 4 runtergehe, dann könnt ihr auch sehen, es ist schmaler geworden. Dann haben wir das letzte, das ist ein Raft. Und ein Raft, wie ihr seht, hat er jetzt hier eine komplette Bodenplatte unter das gesamte Druckstück gelegt. Ja, seht ihr, eine Komplettplatte. Das ist sehr sinnvoll bei sehr kleinen Druckstücken, die ganz wenig Berührung zur Oberfläche haben, zur Druckplatte. Da ist es dann sinnvoll, vielleicht das auf eine Platte zu drucken, die ihr vordruckt, weil sonst löst sich die beim Druck. Auch hier könnt ihr dann wieder einstellen, wie groß die sein soll. Also der Luftspalt für den Raft, das ist sozusagen, wie groß ist dieser Spalt zwischen dem Raft und dem Druckstück, dass ihr das hinterher auch wieder abgerissen kriegt. Sollte man immer mit einem Ruck machen, dann geht das auch. Die anderen beiden
dass die sich irgendwie überlappen sollen, um das Filon, keine Ahnung. Und dann so. Dann haben wir Dual Extrusion, haben wir nichts drin, weil wir haben keinen Dual Extruser. Das wäre so, wenn der Druckkopf zwei Düsen hat vorne, dass ihr zwei verschiedene Farben gleichzeitig drucken könnt. Das letzte ist die Sonderfunktion, ist noch die Druckreihenfolge. Da habt ihr alle gleichzeitig oder nacheinander. Wenn ihr zwei Sachen auf eurem Druckbett hier drauflegt, dann druckt ihr die ja beide in einem Druck. Und da könnt ihr jetzt entweder soll er sie gleichzeitig drucken, das heißt mit jeder Schicht hin und her springen, oder nacheinander. Bei jeder Schicht hin und her springen hat es auch den Nachteil, dass er dann Schlien dazwischen zieht. Und es dauert auch länger. Bei nacheinander druckt er erst das eine, dann das andere. Da kann es natürlich passieren, wenn er irgendwelche blöden Bewegungen macht, dass er mit dem fertigen zusammenstößt, der Druckkopf. Da muss man einfach mal gucken. Ich mache immer gleichzeitig, um dieses Zusammenstoßen zu verhindern. Aber kann natürlich jeder selbst sehen, was für ihn am besten ist. So, das war es eigentlich mit den Einstellungen hier. Jetzt gehen wir nochmal auf das hohe Qualität rüber. Okay, das übernehme ich jetzt so. Und bei der hohen Qualität habe ich eigentlich nur ganz wenig geändert. Die Schichtdicke ist jetzt bei 0,1. Die Wanddicke bei 1,2. Und die Geschwindigkeit ist runtergesetzt auf 50 hier oben und dann die Werte darunter angepasst. Mehr wurde nicht geändert in dem Profil, hohe Qualität. Ja, im Grunde genommen war es das auch. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt. Ich gucke nochmal durch. Genau eine Sache kann ich noch sagen. Ihr könnt jetzt sozusagen, wenn ihr hier alles eingestellt habt, könnt ihr euch ein Projekt speichern. Und dann speichert er dieses Projekt ab, das, was ihr aufs Druckstück gelegt habt, wie ihr das skaliert habt und wie auch immer mit den ganzen Einstellungen hier in eine Projektdatei, die ihr dann später nochmal laden könnt. Das ist im Grunde war schon in der 2.4er Version so. Da war das neu hinzugekommen. Ist hier natürlich auch noch so. Ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann und tschüss.